Moin Leute, hier ist Mo von VR, ich bin Mo Tensen und heute geht es wieder um Hardware. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe euch ein Video gemacht über das Bobo VR Headstrap für die Pico 4. Ja? Seitdem benutze ich das und bin ehrlich gesagt auch ziemlich glücklich damit. Aber ich habe das Ganze ja auch noch ergänzt mit dem fantastischen AMVR Face Cover, ja, das zumindest einen besseren Job macht als das Original, was da dran ist. Mein bisheriges Fazit zu dem Teil ist eigentlich, dass es wirklich quasi perfekt ist. Ja? Also es ist super bequem, super lange tragbar. Das Einzige, was ich ja damals moniert hatte, was immer noch gilt, ist, ich kann die Pico nicht weiter ausfahren. Ja? Das ist die größte Länge und das passt gerade so bei mir. Ja, es passt gut auf den Kopf, aber ich habe keinen Space, um noch schmaler zu stellen. Und das ist das Einzige, was ich hier so als kleinen Kritikpunkt habe. Jetzt gibt es neues Material von AMVR, also den Leuten, die uns das verbesserte Gaskit gebracht haben. Das AMVR 3 in 1 Headstrap für Pico 4. Guckt euch das mal an. So, das ist jetzt bei mir angekommen. Schönen Dank an AMVR, die haben mir das einfach mal so geschickt, damit ich es mir angucken kann. Ich muss gestehen, ich bin diesmal ein bisschen skeptisch. Als ich das nämlich gesehen habe im Internet, dachte ich so, was? Das erinnert mich ja eher an unsere schöne PlayStation VR 2. Ja, guckt euch das mal an, die sehen sich doch echt ähnlich. Also, das ganze Design macht aus der Pico 4 jetzt auch ein bisschen was Richtung Halo Strap. Und am auffälligsten ist aber, dass hier dieses Gummigetümbel Face Gasket auch ein Teil des Projektes ist. Das ist jetzt halt der obere Teil und der hintere und hier in der extra Kiste ist dann Knautschgummi-Ding. Ich würde sagen, wir gucken uns das heute mal an und checken mal aus, was das so bringt. So, zuerst das Silicon Face Cushion. Whip! Ah ja. Wenig überraschend, oh mein Gott. Bei der PlayStation VR, also bei der VR 2, ist das hier nämlich erstaunlich weich gewesen, ja. Also sehr, sehr geschmeidig. Und er hier geht noch so ein bisschen um die Kurve. Ich hoffe, das könnt ihr überhaupt sehen, ja. Hier ist alles black and black. Okay, interessant. Also, der Plan ist auch hier, dass es gar nicht mehr auf dem Gesicht aufliegt, sondern vor dem Kopf schwebt, so wie bei der PlayStation VR 2. Nächstes Teil. Whoop. Oh, sowas finde ich immer nett. Ne? Hier ist immer gleich eine Einleitung im Deckel. Und das Ding hier erinnert mich hart an das Set für das Bobo vorher. Da war auch so ein Hebel dabei. Hey, das ist das neue Teil für den Hinterkopf. Ein Plastikersatz zum Einsetzen. Und hier jetzt auch so weiches Kunstleder in Schaumstoffpolsterung. Macht einen ganz guten Eindruck. Hier hinten nicht so aufregend. Vor allem gibt es hier auch ein bisschen Belüftungsrillen. Sowas ist immer ganz nett mitgedacht, finde ich. Und dann den Kopfbügel. Und den hier hakt man jetzt ja auch dann einfach so ein. Wirkt auf mich jetzt alles so ein bisschen okayisch. So, auch hier gibt es jetzt für die Stirn wiederum Kunstlederpolsterung. Und das Ganze ist aber relativ flexibel hier aufgehängt, sehe ich gerade. Seht ihr das? Hier ist ein bisschen Space zwischen dem Bügel und dem hier. Interessant. Also, das Teil würde dann auf der Stirn liegen und damit sitzt dann wirklich die Pico genauso wie die PlayStation VR 2 mit einem Halo-Strap auf dem Kopf und hängt hier vor dem Gesicht rum. Ich finde den Gedanken interessant, weil diese Brille ja gar nicht dafür konzipiert ist. Ja? Das ist ja eine klassische Taucherbrillen-Headstrap. Ich nenne die so, weil die Headstraps halt wie eine Taucherbrille hier vorne am Gesicht sind. Das hier ist die Art und Weise, wie ich das bisher trage. Also das sitzt hier vorne im Gesicht und wird hier hinten gehalten und dieser Bügel nimmt nochmal den Druck, sodass es nicht runterhängt alles, sondern hier auch nochmal gehalten wird. Und das alles zusammen macht eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Ich finde, das sitzt sehr fest am Kopf. Ich kann mich viel bewegen und habe da wirklich keinen Stress mit. Man hat aber definitiv, wenn man das abnimmt, so nach 1,5, 2 Stunden, ja, dann weiß man immer, was man im Gesicht gehabt hat. Basteln wir mal ein bisschen drum. So, zuallererst entferne ich erstmal das Face Gasket, um hier Platz zu schaffen. Die fantastischen magnetischen Einlegelinsen von den VR-Optikern, immer wieder ein Vollgenuss. Zack, ich liebe diese Dinger. Ich lasse erstmal dran. Ich setze die jetzt einfach mal hier so auf. Dann schiebe ich sie nach vorne. Ah ja, okay. Also durch die Pads, die hier in den Dingern drin sind, sitzen die schon jetzt relativ fest. Und
Okay, das ist eine Geschichte, die ich mich gefragt habe, so, wie halten die an ihren Positionen? Aber das funktioniert eigentlich schon mal ganz gut. Festgeschnallt und er hier auch. Festgeschnallt. So, grundsätzlich haben wir es jetzt schon. Jetzt kommt noch das Ding hier ran. Voila, magnetisch, sehr geil. Bobo, du musst jetzt mal weichen. Den schnalle ich mal hier ran. So. Interessant ist, dass man das jetzt unter dem Polster sind hier Klettstreifen. Den hier macht man jetzt an den Klettstreifen fest. Dann kommt noch das hintere Teil hier ran. Das wird einfach nur gesteckt. Ich finde es nett, dass das hier Luftdinger sind. Das ist schon mal ganz cool. Und das war's. Das Ding ist jetzt hier vorne fest eingeklettet. Bei mir guckt er hier so ein bisschen raus. Muss nicht sein, aber wurscht. Und hier mit hinten, mit dem hinteren Teil, kann man jetzt so die Länge nachjustieren. Und so sieht das dann aus. Die Klemmen halten erstaunlich fest. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die sind wirklich bombenfest. Die große Frage ist, das ganze Teil jetzt, die ganze Stirnauflage ist ja fest. Das ist ein fester Abstand, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und der hier ist ja auch fest. Ja, bei der PlayStation kann man den Visor nach vorne und nach hinten schieben und noch anpassen. Das hier ist jetzt alles ein festes Konstrukt. Bin gespannt. Ganz neue Aufsetzvariante. So. Hier vorne sitzt das jetzt auf der Stirn. Hier hinten am Hinterkopf. Okay, okay. Witzig ist, man kann den ja hier so kippen. Den könnt ihr jetzt so an die Position befördern, die euch beliebt. Das ist auch mal neu, weil sonst klebt er halt im Gesicht. Ja, diese Drehung hier habe ich quasi noch nie benutzt. Ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Dieses lustige Knautschgummi fühlt sich quasi genauso an wie bei der PlayStation VR 2, ja. Das ist tatsächlich dicht, ja. Ihr seht das, ich habe hier kein Light Bleeding, nichts. Es ist helles Tageslicht und das schließt wirklich gut ab. Allein mein IPD fühlt sich jetzt irgendwie anders an, habe ich das Gefühl. Der ist normalerweise auf 68,5. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie eine andere Position habe. Die Pico hat ja diese tollen Pancake-Linsen, also einen ziemlich großen Sweet Spot, ja, dass man nicht Gefahr läuft, da schnell rauszukommen. Ich habe das Gefühl, ich muss mein IPD ein bisschen kleiner einstellen, damit es sich besser anfühlt. Aber kennt ihr das, wenn man irgendwie eine neue Brille aufhat oder offensichtlich eine neue Headstrap an einer alten Brille, dass sich erstmal alles ein bisschen ungewohnt anfühlt? Ich habe definitiv das Gefühl, ich muss den IPD kleiner stellen. Ist ja witzig. Ihr seht es vielleicht, wenn ich mit dem Kopf schüttel. Natürlich ist es jetzt nicht mehr wie die Taucherbrille so fest vorne im Gesicht. Ob man anfangen soll, dieses Teil noch millimeterweise nach vorne und hinten zu schieben, um das an seinen Kopf anzupassen, das muss man herausfinden. So, und der nächste Test, den ich jetzt mache, ist natürlich, das hier in der Praxis zu benutzen. Ja? Also, um herauszufinden, wie sich das jetzt wirklich anfühlt. Interessant ist es allemal. Ja? Ich habe es ausprobiert. Ich habe jetzt tatsächlich 2 Tage lang meine tägliche Indes-Turnier-Session absolviert. Und ich denke mal, ich kann mir jetzt eine Meinung bilden. Es funktioniert grundsätzlich, ja, tatsächlich mit diesem Konzept, dass man hier vorne auf der Stirn eine Auflage hat und natürlich am Hinterkopf, simuliert man das Halo-Design der zum Beispiel PlayStation VR 2 eigentlich ganz gut. Ja. Ihr habt tatsächlich hier eine Auflagefläche und hier die Brille spannt nicht mehr euren Kopf wie ein Schraubstock ein, was der normale Modus halt ist. Das hat aber auch Vor- und Nachteile. Also ich konnte jetzt damit spielen. Allerdings fand ich es natürlich nicht so stabil wie meine komplett eingeschraubte Pico 4. Ja, die sitzt einfach wirklich bombenfest. Ist auch nicht immer ein Vorteil. Aber da habe ich mich jetzt dann gewöhnt. Ist natürlich auch eine Geschichte, ja, eine Gewöhnung. Was sie aber auf jeden Fall leistet, ich konnte nämlich an der Quest, da hatte ich damals auch einen Bobo VR Halo Strap. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich fand es richtig furchtbar. Das ist immer runtergerutscht. Das tut das hier nicht. Das sitzt wirklich so, wie es soll, am Kopf. Allerdings habe ich ja nicht mehr so richtig die Wahl, wie nah ich an die Linsen komme. Ja? Ich kann zwar diesen Teil jetzt auf dem Steg noch ein bisschen verschieben, aber ich finde den Effekt insgesamt ein bisschen eigentümlich, denn natürlich komme ich noch ein bisschen näher ran, dann fängt aber dieses lustige Polster hier an, auch an meinem Gesicht so ein bisschen dollen Druck erzeugen, vielleicht nicht, aber es ist da und es wird immer spürbarer. Besonders der Teil, der hier für die Nase ist, der hier, ja, der ist auch erstaunlich hart. Ja.
Ich kann es euch jetzt leider nur so zeigen, aber den merkte ich die ganze Zeit an der Nase. Das war auch jetzt nicht komplett gemütlich. Jetzt könnt ihr sagen, ja, Herrgott, dann scheiß ein bisschen auf Lichteinfall von unten, schneid das Ding raus oder so. Ja, das geht wahrscheinlich alles, das ist nicht so ein Drama. Hier ist übrigens auch eine Lasche, fällt mir gerade auf, für Brillenträger, ja, falls ihr mit Brille rein wollt, was ihr nicht solltet, wenn ihr mich fragt. Aber am Ende des Tages sitzt die Brille und sie ist ja dafür gemacht, dass sie wie eine Taucherbrille vom Gesicht klebt. Ja. Sitzt die Brille, habe ich das Gefühl, anders vor den Augen. Ja, und das hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert. Ich hatte das Gefühl, nicht so scharf zu sehen, obwohl ich den IPD noch mal ein bisschen nachjustiert habe und ich glaube, ich bin auch ein bisschen weiter weg von den Linsen. Das bedeutet, der Field of View Vorteil schrumpft ein bisschen. Dessen muss man sich bewusst sein. Wem kann ich also dieses Halo-ähnliche AMVR 3-in-1 Headstrap empfehlen? Ich würde sagen, Leuten, die partout mit der Taucherbrillenmechanik nicht klarkommen. Ihr wisst, ich habe schon Alternativen jetzt dran. Das von Bobo VR, was ich ziemlich fantastisch finde. Also ich hatte meine Pico E schon gemoddet und zwar zu einem Zustand, mit dem ich eigentlich sehr happy war. Hätte ich das noch nicht getan, dann wäre das hier eventuell eine Alternative gewesen. Allerdings muss ich auch sagen, guckt euch mal bitte den Stirnbereich an, ja? Das ist ja dieser Bereich hier oben. Der sitzt jetzt gut auf der Stirn. Das ist auch wirklich angenehm und weich. Mich hat da nie was gedrückt. Das funktioniert alles. Das sitzt auch fest. Das hat nicht gewackelt. Aber die PlayStation VR 2, die ein ähnliches Konzept hat, da gehen die Polster wesentlich weiter rum um den Kopf. Und ich finde, das macht sich hier bemerkbar. Ja? Also das ganze Ding, wenn ich mit dem Kopf wackel, fühlt sich insgesamt ein bisschen wabbeliger an. Mich stört sowas nur, wenn ich Spiele wirklich extrem spiele, ja, wenn es für mich auf die absolute Konzentration ankommt. Bei vielen, vielen Sachen würde mich das gar nicht stören, ja, so eine Runde Demio oder so. Da mache ich keine schnellen Kopfbewegungen oder so. Ja. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also es ist tatsächlich eine Alternative für Leute, die jetzt partout das normale Konzept der Pico, dass man sie vors Gesicht schraubt, hier tragen und nicht wollen, dann ist das wirklich ein valides Ding. Es funktioniert gut, es ist bequem. Aber meins ist es zum Beispiel jetzt nicht, witzigerweise. Ja? Ich bin ein Typ, ich komme von der PlayStation VR 1 und PlayStation VR 2. Ich bin diese Halo-Straps gewöhnt. Aber in diesem Fall hier wäre es nicht mein Favorit, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe, dass ich natürlich jetzt auch die Pico benutze für Spiele, wo ich sehr viele und extreme Bewegungen mache. Das ist nämlich genau das Ding. Da finde ich persönlich ist es eigentlich ganz geil, wenn die auch fest im Gesicht sitzt. Um mit dem Konzept, was ich bisher hatte, mit dem AMVR Front Gasket und dem Bobo VR Headstrap und so, da saß die eigentlich bequem und fest, fast ein bisschen zu fest, aber grundsätzlich bequem und das gefällt mir momentan besser. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, maximal nah an den Linsen zu sein und damit von dem größeren Field of View der Pico wirklich einen Vorteil zu haben. Das fällt hier so ein bisschen weg. Aber es ist trotzdem ein schönes Ding und ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob euch sowas interessiert. Im AMVR-Shop gibt es das Teil momentan im Presale für 42,74 €. Ihr könnt auch ein bisschen sparen, wenn ihr den Link von mir benutzt. Das ist ein Affiliated-Link. Ihr unterstützt damit auch gleichzeitig den Kanal. Und wenn ihr dann noch das Passwort MO benutzt, dann spart ihr auch noch 5%. Also eine interessante Alternative zu den bisherigen Lösungen. Ich bin mal gespannt, wer von euch sich dafür entscheidet. Schreibt mir mal bitte eure Erfahrungen auch auf. Auch für die anderen, die das später lesen, ist das sicher interessant. Ich bin erstmal raus. Bis dann, Mo Fan VR. Immer für euch da. Bye bye.